Herzlich willkommen bei Hauptsache weg. Mein Name ist Maria und ich sitze hier mit meinem Kaffee direkt an einer Anlegestelle für die Kajaks hier am Schlosscampingplatz in Lübbenau, im Herzen vom Spreewald. Es ist so schön warm, die ersten Frühlingsstrahlen kommen jetzt gerade raus und der Campingplatz kommt jetzt definitiv in Bewegung. Alle stehen auf und holen sich ihre Brötchen vom Bäcker. Ich würde sagen, wir gehen jetzt los, eine Runde auf dem Campingplatz und gehen gleich mal frühstücken. Ach süß. Morgen. Und wie nennst du diese Kreation? Eierkuchenmassaker. Das ist Eierkuchenmassaker. Respekt. Kannst du wirklich so essen? Ohne Messer und Gabel. Schmeckt gut. Fährt er jetzt weg oder was? Da habe ich noch nie Eierkuchen gegessen. Voll gut. Du kannst auch Eierkuchen mit Lachs essen. Das Kannst ist auch. super lecker. Und? Ja, wir haben jetzt für morgen, konnten wir reservieren. Und da werden wir morgen das Vlies unsicher machen. Die Maria, die hatte die Idee, dass wir jetzt einen Ausflug machen, und zwar zur slawischen Burg. Noch nie gehört. Und da würde ich sagen, recherchieren wir jetzt mal ein bisschen und machen uns schlau über diesen Ort. Wir haben ja die Starlink Mini, um uns einfach unabhängig zu machen. Und ich muss wirklich sagen, dass es einfach krass ist. Du hast halt High-Speed-Internet und es geht halt so easy. In dem Gerät ist der Router direkt mit drin verbaut. Und jetzt, wie man hier auf der App sieht, wir sind online. Und jetzt müssen wir das Ganze bloß nochmal ausrichten. Jetzt haben wir die Starlink ausgerichtet, geht halt mega einfach.
So, und wenn wir jetzt mal schauen hier, können wir mal direkt einen Geschwindigkeitstest machen. Wir haben ja wirklich glasklaren Himmel, das kann man hier sehen. Wir haben ja kaum Bäume. Platz ohne Ende, also perfekte Bedingungen für die Starlink. Keine Bewölkung. Wir werden jetzt mal einen Geschwindigkeitstest hier durchführen. So, wir sind jetzt hier bei 254 Mbit Download und 43 Mbit Upload. Das ist wie Glasfaser daheim. Mit einem Ping von 26 Millisekunden. Also das ist eine geringere Ping-Verzögerung, als ich damals bei meinem Kabelinternet hatte. Und warum wir das so mögen, ist einfach, weil wir uns unabhängig von dem WLAN auf den Campingplätzen machen wollen. Weil wenn du Stoßzeiten hast, wie jetzt Himmelfahrt oder Ostern, ist der Campingplatz voll belegt und das WLAN ist total ausgelastet. Da unsere Kinder eben auch ab und zu gerne mal was gucken wollen über Amazon und wir ja ebenso auch den einen oder anderen Schnitt für euch da draußen vorbereiten und doch das ein oder andere Video auch vom Campingplatz hochladen, ist das einfach für uns die beste Lösung. Mitten in der Niederlausitz steht sie, die Slawenburg Radosch, eine Rekonstruktion, die fast 1200 Jahre zurückführt. Im 9. und 10. Jahrhundert bauten die Lausitzer eine Fluchtburg, geschützt durch einen 10 Meter breiten Wall und einen tiefen Graben. In den Brunnen fanden Archäologen später Waffen, Werkzeuge und den spektakulärsten Fund, den Götzen von Radosch. So, wir machen jetzt aber eine Planänderung. Ein Holzidol aus dem Jahr 926 mit Spuren von Feuer. Die Burg wurde mehrfach erneuert, doch im 10. Jahrhundert aufgegeben. Wenn wir da nicht hin müssen, wir müssen da hin. Wir laufen jetzt genau 19 Minuten in dieses Freilandmuseum. Freilichtmuseum. Leder. Leder war das. Freilichtmuseum Leder. Das ist nämlich von hier und da brauchen wir nämlich nicht mit dem Auto fahren. Ist total cool gemacht eigentlich. Du hast hier deinen Abwasch überdacht und im Sommer ist es natürlich echt gut, wenn du da ein bisschen Schatten hast. Und hier in der Reihe passt das ganz gut. Und dann hast du hier im Hintergrund die wunderschöne Natur vom Schloss Campingplatz Lübbenau. So, Abmarsch zurück zum Wohnwagen und dann machen wir schon los zum Ausflug. Ich muss auch sagen, ich bin immer wieder beeindruckt über die Schönheit des Spreewaldes, der Natur, die hier existiert. Es ist einfach schön. Obwohl das für uns nur ein Kurztrip ist, fühlt es sich an wie ein vollwertiger Urlaub. Hängt natürlich auch vom Wetter ab. Ist auch Eis? Nee, ich nie, danke. Du holst jetzt wirklich ein Eis? Ja, klar macht er das. Klein, mittel, groß? Mittel. Fachmittel. Dankeschön. Auf Wieder, tschüss. Willst du doll drücken? Habe ich, danke. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass das für Tina ist. Warum bringst du meinen will nicht. Partner Ja? Eis mit? Warum sagst du ja? Ja. Ich habe alle gefragt, jeder darf alleine antworten. Genau. Dann koste ich jetzt aber auch. Oh ja, das kann Leider was. geil. Na, dann können wir uns da rein teilen, oder? Wir müssen nochmal zurück. Das ist so
Schatz, ich bestell mir Pizza. Willst du auch eine? Nö. Aber bestell mal Salami. Warum? Ich will schenken. Ja, weil sie doch will. Nein. Doch, aber genau so ist es. Es ist übelst lecker. Ist wirklich lecker. Das ist wirklich gut, das Eis hier. So, und das Schöne ist, normalerweise, wenn wir Exkursionen machen, bereite ich mich mal vor. Und hier weiß ich nichts. Ich weiß gar nichts. Weißt du irgendwas über das Freilichtmuseum? Wer bist du eigentlich? Ich weiß nichts. Schönes Wochenende. Ja. Darf man sich hier hinsetzen? Ja, oder? Aber hier, guck mal. Aber ich passe noch hin. Da ist unser Wohnwagen höher. Der Marco würde, glaube ich, gar nicht reinpassen. Nee. Bei der Weltausstellung 1893 in Chicago wurde welche technische Neuheit vorgestellt? Ein Elektroherd oder ein elektrischer Kühlschrank? Das ist interessant. Kühlschrank. Denkst du, ich würde vielleicht Elektroherd sagen? Okay, Elektroherd. Also du hättest dort nie reingepasst, ne? Vor allen Dingen mit deinen Haaren, da wärst du platt rausgekommen. Das wäre das perfekte Kanu für morgen für euch. Baum gefällt, umgekippt, ins Wasser, ein bisschen ausgehöhlt und reingesetzt. Wer macht das auch? Hier die Indianer in den Amazonas, die machen das genauso. Siehst du, das geht? Jetzt sehen die drinnen nichts mehr. Cool. Und das müsste eigentlich auch gehen, oder? Das, ja, hier. Cool. Aber es ist so einfach und so simpel. Und wenn es kaputt ist, machst du es einfach nochmal neu. Gefällt mir hier. Jetzt kommen wir hier zur Knechtkammer. Also da, wo eigentlich der Lehrling und der Angestellte gewohnt hat. Ja. Bisher habe ich gedacht, denen geht es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wenn ich mir das so angucke, ja. Was ich hier so schön finde bei dem ganzen Minimalismus, die waren halt autark. Die haben halt ihr Leben selbst organisiert, die haben ihre Lebensmittel selber angebaut. Die brauchten niemanden von außen. Das beeindruckt mich eigentlich viel mehr als der Lebensstandard. Und dafür, denke ich mal, ging es den Leuten damals auf jeden Fall nicht schlecht. Es gibt von mir noch Videoaufnahmen, wie ich genau in so einer Blechkiste gebadet werde als Baby. Ich habe jetzt bei dem Ausflug mal richtig Lust, Wäsche zu waschen. Ich weiß nicht, merkst du das? Meine Aura, meine Energie, mein Gefühl? So, nehme ich jetzt mal hier so. Jetzt stellt euch das mal vor, mit 4 Kindern in der heutigen Zeit, ja, Wäsche zu waschen. Das ist unmöglich, weil du als Mutter ja auch Vollzeit arbeiten musst. Wo ist die Seife? Ich hätte auch halb gesagt. Das ist bestimmt geil Seife. Aber es funktioniert. Das ist irgendwie so eine natürliche, ohne Parfümstoff auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr wertvoll.
Sehr schön, jetzt müssen wir noch die anderen 20 Handtücher waschen. Also ich wäre ja eher so der Typ früher gewesen, ich hätte die Wäsche einfach mitgenommen und hätte die hinten an meinen Kanu dran baumeln lassen. Und auf dem Weg zur Arbeit wäre das halt irgendwie gewaschen gewesen. Ging früher besser. Komm, lass mich noch mal probieren. Jetzt will ich es aber auch können. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Die Feo ist auch ganz beeindruckt. Für mich war das eigentlich der richtige Schuh, weil da laufe ich nämlich nicht so schnell. Das entschleunigt mich auf jeden Fall. Wollen wir es mal probieren, Feo? Willst du mal laufen damit? Zumindest spart man sich da das Ortungsgerät. Man weiß immer, wo sie ist. Da steht kleine Flitzpiepe drauf. Kleine Flitzpiepe bist du. Stimmt's? Ja. Du gehst, pass auf, du gehst hier lang, ich gehe da lang. Wir haben es geschafft und ich fand es sehr interessant, wenn wir schon mal hier campen im Spreewald, ein bisschen was von der Kultur mitzunehmen. Und dieser Lebensstil ist wirklich einzigartig. Ist natürlich perfekt angepasst an das Naturbiotop, was hier einfach existiert. Aber ich glaube, auch wenn das alles ursprünglich ist, den Leuten ging es hier nicht schlecht. Vorsicht, Kopf. Gesundheit. Danke. An den freien Flächen hier wird tatsächlich Rasen gesprengt, damit der schön wächst. Hier ist ja auch zum Teil Teppichverbot, würde ich jetzt sagen, weil der Rasen einfach schön sein soll. Und durch diesen Teppich oder Bodenteppich ist es immer sehr schwierig, dass der Rasen dann einfach schön wird, ne? Insolvenzverfahren über das Vermögen der Slawenburg wurde von der Stadt Cottbus am 20.02.2026 das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Geschäftsbetrieb ist eingestellt. Wow. Okay, da haben wir euch viel zu viel versprochen. Anscheinend gibt es hier ein finanzielles großes Problem.
Wir hätten uns die Slawenburg so gerne angesehen. Wir sind vorhin schon vorbeigefahren und haben sie von Weitem gesehen. Und die sah einfach nur sehr, sehr beeindruckend aus. Da hinten kann man sie leicht erkennen, aber was will man machen? Die Gesetze des Geldes sind knallhart. Ja, Schatz, man kann die Burg sehen, aber wir können nie rein. Der Insolvenzverwalter von Cottbus hat das Ding geschlossen. Na dann ab zum Alpakahof. Ab zum Alpakahof. Also das ist unglaublich, was du hier für eine Ruhe hast. Du hörst überall das Vögelgezwitscher. Diese kleinen Flüsse, die tragen irgendwie zu dieser Ruhe extrem bei. Hier ist nur Wald, Wiese, Holz vorhanden. Und das ist irgendwie befreiend, finde ich. Hier sind einige Paddler, die sind auf jeden Fall falsch abgebogen. Jetzt müssen sie noch mal den anderen Weg nehmen. Die Schäfchen da, ja. Sind alle der Gebüsch und Selbstnachdenken. Als ob du gewusst hättest, wo wir lang sind. Doch, ich hab die ganze Zeit gesagt, ich hab die Brücke gesehen und meine die ganze Zeit so, die habe ich nie gesehen. Aber die hat er gesehen. Die hat er gesehen. Ich habe die ganze Zeit gesagt. Okay, das war knapp. Derjenige, der sich über die anderen aufgeregt hat, dass sie falsch gefahren sind, der wäre jetzt fast im Wasser gelegen. Oder die Dreiergruppe. Das ist auf jeden Fall lustig. Schade, es ist nicht passiert, dass sie umgekippt sind. Aber sie waren zum Dreiviertel im Wasser. So, in Alpakahof konnte man nie, weil das zweimal am Tag eine Führung ist. Und tatsächlich kommen jetzt die Gäste mit den Alpaka hier direkt lang gelaufen. Ist auch niedlich. Das hier übrigens hinter mir ist ein Heuschober oder so ähnlich, wie das ausgesprochen wird. Das ist ein traditioneller Heuschober. Das bedeutet, dass früher dieses Heu so aufgestapelt wurde, damit es richtig gut trocknen konnte. Und heute ist es im Spreewald, habe ich zumindest gelesen, so eine Art Wahrzeichen oder Erinnerung daran, wie die Landwirtschaft früher war. Ich habe mich schon gewundert, da steht hier relativ viel im Spreewald und einige sind auch definitiv schon unten abgefressen. Und für Insekten ist das ein richtig schönes Zuhause. Ich möchte nie wissen, wie viele Insekten hier drinnen leben. Also das ist auf jeden Fall gewagt, sich hier hinzusetzen. Mich hält es noch aus, alleine. Aber ich glaube, das ist einer der schönsten Bänke, die ich jetzt hier gesehen habe, weil du direkt über dem Wasser bist und so naturnah. Und wenn das Holz zusammenbricht, dann bin ich noch mehr in der Natur. Und zwar im Wasser. Die sind auf jeden Fall auch sehr knapp am Umstürzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier zurechtkommen würde. Ja, eine Frage. Google Maps, das Navi, bringt dich das auch über solche Zweige oder über die öffentlichen Straßen? Das wäre mal interessant. Oder kriegt man dann eine Landkarte für dieses Paddeln? Das sind ja so viele Zweige, du weißt ja gar nicht, wo du hin paddeln musst. Also diese Libelle, allgemein Libellen, die verfolgen mich mein ganzes Leben. Ich liebe Libellen. Und hier hinter mir
ist tatsächlich die Alpaka-Wiese. Und jetzt weiß ich auch, was sie mit Führung meinte. Und zwar mit Führung, dass die mit den Alpakas laufen geht. Ich dachte eher eine kleine Führung über den Alpaka-Hof. Und was wir eigentlich buchen wollten, ist, dort hinten seht ihr diese Bänke und den Sonnenschirm. Und da kannst du dich tatsächlich einmieten, dass du dort ein Picknick bei den Alpakas machst. Ist echt niedlich. Dann bist du praktisch auf der Alpaka-Wiese mit dabei und bist den Tieren ganz nah. Brandenburg ist einfach extrem entschleunigend. Und das ist das, was man im Leben braucht. Übrigens sind wir diesen Ausflug und diesen Urlaub in der abgespeckten Familienvariante unterwegs. Wir haben tatsächlich wirklich nur unser Kleinstes mit. Und ich laufe jetzt hier gerade ganz alleine einfach so einen Weg lang, ohne mich auf jemand anderes zu konzentrieren. Und ich muss jetzt mal meinen größten Respekt an alle Mütter und Familien dort draußen lassen. In der heutigen Zeit ist es unglaublich schwierig, diesen ganzen Druck, den das System einer Familie und auch einer Mutter auferlegt, standzuhalten. Es geht eigentlich gar nicht mehr darum, das Familienleben zu genießen im Alltag, sondern das ganze Pensum zu schaffen, das, was dir als Mutter oder als Familie in der heutigen Arbeitswelt und Gesellschaft auferlegt wird. Jeder gibt irgendwie heutzutage die Verantwortung ab, ob es in der Schule ist, dass die Eltern zu 30% die Aufgaben mit übernehmen müssen, oder ja, vom Organisatorischen ist einfach alles viel mehr heute geworden. Dann hast du ständig dein Handy in der Hand. Du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, das Handy wegzulegen als Familie, weil du irgendwelche Apps drauf installieren musst, um den ganzen Alltag deines Kindes abseits von zu Hause zu organisieren. Und guckt euch das doch mal an. Hier brauche ich weder Handy, hier brauche ich keine Apps, um Essen zu bestellen. Hier kann ich einfach nur dastehen. Ich sehe keine Telefonmasten, ich sehe keine 5G-Masten. Ich sehe nur Wiese, Wald und hinter mir die Paddler, die mit dem Strom mitschwimmen, mit dem natürlichen Strom. Das ist das, was das ausmacht. Einfach raus aus dem Alltag und neue Wege erkunden, neue Stimmungen spüren und als Familie einfach entschleunigt irgendwo zu sein. Ich finde es mega und ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt gerade mal 10 Minuten eine Auszeit habe und einfach mich selber und meine Schritte beobachten kann, ohne einem Kind hinterher zu rennen. Ich muss trotzdem dazu sagen, ich bin unheimlich dankbar, dass ich eine Familie habe, auch wenn es sehr schwierig ist, eine Großfamilie in der heutigen Gesellschaft großzuziehen. Diese Momente sollten sich Familien, Eltern, Väter, Mütter definitiv nehmen. Deswegen einfach raus. Geht raus, und wenn es der Wald um die Ecke ist, es muss nicht immer so weit sein, einfach weg, einfach raus und wieder die Natur spüren. Und auch für die Kinder ist es sehr gut. Ja, es ist wieder soweit. Das nächste Fressen steht an, und zwar traditionell Grillen. Und dafür habe ich mir jetzt mal ein ganz einfaches Bruschetta-Rezept rausgesucht, was traditionell auch ist. Also man soll da Tomaten nehmen, Knoblauch, Basilikum ganz frisch rein. Ich bin mal gespannt, ob wir mit den Italienern mithalten können.
Wir haben uns jetzt extra nochmal aufgemacht, um zu schauen, ob wir eventuell noch Bisamratten finden und antreffen. Schauen wir mal. Denn die sind nicht nachtaktiv. Die gehen, wenn die Sonne untergeht, genauso schlafen wie wir. Tatsächlich sitzt da hinten eine. Ich pirsch mich ran. Okay, hier sind mega viele Mücken. Und ich glaube, die Bisamratte, die ist gerade Abbrot. Wollen wir sie mal nicht länger stören. So, es ist Abend und wir sitzen jetzt noch hier. Das heißt, Lars und ich in einer gemütlichen Runde. Die Frauen sind schon ins Bett gegangen. Und gerade eben habe ich zum Lars gesagt, da hinten am Wohnwagen, da raschelt was. Das ist ungefähr hier 5 Meter entfernt. Und da hat sich nie etwa ein Fuchs reingeschlichen und hat dort direkt 5 Meter neben uns, während wir hier quatschen, hat er ihr den Müll auseinandergenommen. Den verscheuchen wir jetzt aber mal. Auf jeden Fall cool. Ja, wir werden jetzt den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen. Da würde ich sagen, bis morgen. Ich habe mir jetzt gerade von Tina diesen Topf hier mal geliehen, weil wir haben nur einen 1-Liter-Topf und der ist einfach zu klein für eine Großfamilie, für ein Porridge. Und deswegen habe ich jetzt diesen, ja, 2,5 ist das, glaube ich, Topf. Und der ist so toll. Es ist genau unsere Farbe. Und zweitens kannst du den Griff hier abmachen. Also es ist ideal. Der ist ja niedlich. Das, was ich gesagt habe. Soll ich noch mal ein bisschen Milch reinmachen? Bisschen, ja. Achso, du willst Erdbeeren. Ja, natürlich. Wir wollen irgendwo einen Kaffee trinken und ich will einmal schleusen. Zeig die Telefonnummer, dass wir uns anrufen können irgendwo. Die Telefonnummer steht hier dick. Der Telefonjoker. Hier ist eine Schleuse. Da ist aber auch eine Bootsrolle. Aber vielleicht, an dieser Schleuse wird hundertprozentig jemand sitzen, der da schleust, der sich ein bisschen Geld verdienen will. Der lässt dann keinen anderen schleusen. Oh Gott, Margot, ich habe Angst. So, du stehst auf dem Steg. Ja, das ist mir peinlich. Toilettending noch einstecken, das kannst du auch. Schmuck. Mach in Ruhe. Oh Gott, wie wollten ja das schaffen? Nee, wir sind beide. Naja, einer muss das Navi machen. Einer muss das Navi machen. Na, das Navi ist doch eigentlich immer vorne, oder? Darauf lassen wir uns nie reduzieren. Das kommt nie in Frage. Dahin winken. Ja, zur Theo. Theo, guck mal.
Also hier stehen wir auf den Parzellen, auf den Zweien, die wirklich sehr schön sind. Und jetzt sind wir hier lang gelaufen und hier ist dieser Bootsverleih. Überall steht unser Name dran, selbst beim Bootsverleih Hauptrock. Ja, die Jungs sind jetzt gerade abgedüst und mal sehen, ob sie nass oder trocken wiederkommen. Wir sind jetzt dort, nach der Brücke rechts. Bürgerfließ Richtung Wojciechowska. Einfach eine wunderschöne Natur hier. Bezaubernd. Da hinten kommt jetzt die erste Schleuse. Was hat die gesagt? Wir müssen das Boot rüberrollen. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Während Lars und Marco die Kanufahrt genießen, werden Tina und ich jetzt noch die letzten Einkäufe besorgen für das Grillen heute Abend. Und deswegen fahren wir jetzt noch. Ich hole die Tina vorne am Müllplatz ab. Die hat lieberweise unseren Müll mitgenommen. Da ja der Fuchs gestern da war, werden wir den Müll natürlich, machen wir so oder so abends, immer gleich wegräumen. So, auf geht's! Fünf nur, sehr günstig. Schon clever gemacht, ne? Dass sie das hier alles so vorne haben. Und die Walnuss, hast du die schon? Nee. 2 von denen und dann Ja, ist doch, genau. dürfte doch reichen, ne? Nur klar. Hallo. Willst du den Korb? Warte, ich bring den gleich weg. Ja. Was ich mal da so ein bisschen reingeguckt habe, ist eigentlich alles so, ja, was so geht, dass man sich mal was anguckt und das da ganz schön infiziert, um zu gucken und zu sehen,
So, und wir haben uns jetzt ein kleines Päuschen verdient. Dann gehen wir hier hin, oder? Ja, kannst du den Wagen wenigstens No? Genau. Oder ist reserviert? Nee, oder? Ist nie reserviert. Ist auch mal eine coole Karte hier. Das ist eine coole Idee, ne? Oh, guck mal, hier ist. Ach nee, hier ist Sand drin. Danke. Oh, das sieht ja toll aus. Dann zum Wohl. Ich glaube, wir haben hier gerade die Autobahn entdeckt. Der Lars sagte gerade, es hört einfach nicht auf, schön zu sein, egal in welche Ecke du hier guckst. Wie sie da halt einfach sitzt. Wie sie da einfach sitzt und ins Grüne schaut. Und einfach glücklich ist. So muss es sein. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass die früher ja wirklich die Kanäle hier als Schulweg benutzt haben. Ich muss sagen, gibt Schlimmeres, um zur Schule zu kommen. Es ist so idyllisch hier, so ruhig und irgendwie auch zeitlos. Man hat so das Gefühl, das war schon immer so hier. Also Haus ist einfach nicht gleich Haus. Es kommt immer darauf an, wo das Haus steht. Hier oben ist die Brücke und Lede, wo wir rübergelaufen sind. Es ist einfach wunderschön, diese Idylle hier im Spreewald. Für uns ist es nur ein kurzer Wochenendtrip, aber es fühlt sich echt an wie 2 Wochen, 3 Wochen Urlaub. Du kommst hier einfach runter, deine Seele kommt hier zur Ruhe, wenn du einfach die Natur genießt. Alle Leute sind chillig drauf. Man hat jetzt so den Eindruck, man lebt hier so im Einklang mit der Natur. Das ist Freiheit. Also es war eine wunderschöne Paddeltour. Würden wir, glaube ich, jederzeit wiederholen.
Idylle, Natur. Es war berührend teilweise. Weibchen. In der Tat. Wir sind jetzt vom Paddeln zurückgekommen und die Frauen sind immer noch unterwegs. Ich vermute mal in irgendeinem Eiscafé etc. Und wir ruhen uns jetzt erstmal aus und lassen uns es gut gehen. Ich glaube, eine Erfrischung täte jetzt gut. Da sind sie. Oh, habe ich abgeschlossen? Weiß ich nicht, ich habe noch nicht probiert. Wie war's? Schön. Hallo. 8 Euro habe ich. Also pass auf. Ich bin ja ein positiv denkender Mensch und habe ja gedacht, dass die Männer reinfliegen. Positiv denkende Frau. Hat natürlich nicht funktioniert. Genau, und ich habe mit der Tina gewettet, dass sie reinfliegen. Und was ist passiert? Sie sind nicht reingeflogen. Schade. Genau, und jetzt gebe ich der Tina von diesem Kunstautomat so ein Kunstgemälde oder Kunstgeschenk aus. Ich bin echt mal gespannt. Oder wir müssen erst vorher auswählen. Regional, Natur, Küste, Meer für die Liebe, Kunsttattoo. Da haben wir so ein Kunsttattoo auf Ja, das ist doch gut. Kopfart. Wir nehmen mal ein Tattoo. Und dann musst du, glaube ich, ziehen. Das ist ja geil. Diese Kunst kann verwirren, erhellen, aufregen und süchtig machen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie sich selbst und schreiben uns die Antwort. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Wir müssen euch jetzt was beichten. Mhm. Wir haben uns jetzt, also wir wollen uns jetzt ein Tattoo machen. Aus dem Kunstautomat. Ich hole meine Schere. Ja, hol mal eine Schere. Oh Gott, ist das kalt. Oh, Aber es Ich ist brauche ab. jetzt auch Wasser. oh Ich brauche das, jetzt Wasser. das sieht aber gut aus. Das muss man noch mal, du musst dann noch mal nass machen. Nicht schlecht. Du hast doch auch eine Folie drunter. Sag ich doch. Du sagst jemand. Vor allem, es sieht auch wirklich aus wie gestochen, weil das ja diese Linien sind. Ja, Da musst du wirklich mal deine Familie hier, Foto. Wir haben es getan. ist richtig schick. Wow. Nein, nee. Nee, drauf. Feo. Husten. Einen schönen letzten Abend. Ja, vielen Dank. Hallo. Morgen früh sind wir ab 8 Uhr für Sie da. Bis um 11 Uhr ist Zeit. Ja. Wenn es gefallen hat, bitte wiederkommen. Ja? Alles Okay. Gibt es eigentlich hier eine Spätabreise? Oder gibt es das ja generell nicht? klar. Guck mal, da oben Feo. Da. Boah, der ist hinten wieder rausgefallen, ne? Ja, genauso. Nein, der ist hinten wieder raus. Ja, aber Marco genauso. Nee, deiner ist hier hinten. Ja. Ich spul mal zurück. Kannst du machen. Aber der liegt hier, das ist ja genial. Ich glaube, die bereiten sich gerade auf den Kampf vor, so wie die hier rumlaufen. Die Mücken bereiten sich auf den Kampf vor. Dann habe ich frisch geduscht. Ich rieche nach nichts. Was wollt ihr? Ich bin geruchlos. Ja, guck mal hier. Du bist einfach nicht fertig hier. Vor allem, der klatscht dir noch ins Gesicht. Also langsam wird es für uns peinlich. Ja, wollen wir reingehen, Marco? Ein Bierchen aufmachen und dann. Ist eine Woche, ja. Alter, das ist nicht normal. Also, sorry. So, wenn ihr reingeht, dann lasst uns den Schläger mal vorsichtshalber da, dass wir den nie benutzen. Ist jetzt das Stracciatella. Meine Schläger.
Guckst du? Und wo sind die Vögel? Hier gibt's Nahrung. Nee, ohne Fledermäuse. Ende. Fledermäuse. Ja, auch die. Hier gibt's Nahrung ohne Ende. Oh, nee, komm, ich geh rein. Was wollen Sie jetzt machen drin? So, und wir haben jetzt den Abend ausklingen lassen und die Maria geht jetzt als Erste ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis in 3 Stunden. Schatz, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Das ist heute der Abreisetag. Wir haben schon alles soweit weggeräumt und selber auch gefrühstückt, wie ihr hier draußen seht. Jetzt geht's los zum Zusammenpacken. Wir haben jetzt noch 2 Stunden Zeit, um hier raus zu sein. Es ist zwar nicht viel zum Wegräumen, aber ihr kennt das ja, diese ganzen kleinen Sachen müssen erledigt sein. Und Zusammenpacken ist jetzt wichtig. Es ist natürlich schade, dass man so zeitig los muss. Es gibt Campingplätze, wo man wo man generell spät abreist. Wir hatten jetzt einen Campingplatz, da mussten wir erst 14 Uhr draußen sein. Das ist wirklich perfekt. Ich finde das auch super. Hier muss man leider schon um 11 draußen sein. Aber es nützt nichts. Tschüss! Also hier muss ich echt sagen, ich verstehe, warum hier die Abreise ab 11 Uhr ist. Auf diesem Platz sind die ultra hinterher. Sobald ein Wohnwagen, ein Wohnmobil abreist, ist es tatsächlich so, dass sofort der Rasenmäher kommt, sofort die Sprenkelanlage hingestellt wird, dass dieser Rasen gleich gepflegt wird und somit eben noch Zeit hat, bis der nächste kommt, sich zu regenerieren. Also ich kann top Platzpflege hier. Ich kann diesen Platz echt empfehlen und vor allem, es ist einfach auch schön, wirklich wieder den Rasen unter den Füßen zu spüren und nicht deine Bodenmatte, den Teppich. Hier macht es wirklich richtig Spaß, auf der Wiese seine Tische und Stühle hinzustellen. Ne? Und jetzt, wenn ich hier so stehe und auf Marco warte, dann macht das auch wirklich richtig Spaß, noch diesen Sprenglern zuzuschauen. Wir haben es geschafft, unter einer Stunde alles zusammenzuräumen. Neuer Rekord, würde ich sagen. Aber auch nur dank Tina und Lars, die uns wirklich tatkräftig den ganzen Urlaub unterstützt haben. Auf jeden Fall unser Abwaschfee. Und es war hier wunderschön. Also wer wirklich mal in den Spreewald will, ist das ein tolles Ausflugsziel. Hat uns mega gefallen. Ja, vor allem du kannst ja alles erlaufen und mit dem Fahrrad fahren. Du hast alles in der Nähe. Also ich denke, wir sind auf keinen Fall das letzte Mal hier. Ja. Wir werden bestimmt noch mal wiederkommen. Kanufahren, ein Traum gewesen, die Landschaft,
Die Leute sind gut drauf. Es ist wirklich toll hier. Erholung für die Seele. In diesem Sinne, Hauptsache weg. Oh.